Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Jeder kennt die Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken, wo man dieses leckere panierte Hähnchenfleisch konsumieren kann. Allerdings ist das natürlich alles andere als gesund, da es nicht nur in billigem, toxischem Frittierfett frittiert wird, welches die schädlichen Transfette beinhaltet, sondern es beinhaltet auch noch schädliche Konservierungsstoffe, eine Menge leerer Kohlenhydrate und das Fleisch stammt von kranken Tieren aus der Massentierhaltung, deren Fleisch von extrem schlechter Qualität ist. Das wollen wir ändern, indem wir gesundes Biofleisch benutzen, die Kohlenhydrate zum größten Teil weglassen und das panierte Hähnchen in gesundem bio-nativem Kokosöl frittieren. Mein Video zur Schädlichkeit von Transfettsäuren, die unter anderem auch gerade in billigen Speiseöl enthalten sind, das werde ich euch hier oben gerne verlinken. Zuerst werden wir das gesunde Biofleisch mit einer leckeren Gewürzmischung von beiden Seiten bestreuen. Die Gewürzmischung habe ich selbst zusammengestellt. Die besteht unter anderem aus Koriander, frisch gemahlen, Knoblauchpulver, Kurkuma, frisch geschossener schwarzer Pfeffer, Halid, Salz und Paprika. Der Rest der Gewürzmischung kommt jetzt hier in den Vitamix. Dazu geben wir ein kleines Stück Bio-Ingwer, einige Bio-Knoblauchzehen, 1 bis 2 gehackte Bio-Zwiebeln. Dann kommt eine große Packung Bio-Joghurt hinzu, Vollfettstufe. Daraus stellen wir jetzt die Marinade her, in der wir das Hähnchen über Nacht einlegen werden. Ein wenig Bio-Sahne kommt noch hinzu, 2 gehäufte Teelöffel von diesem Bio-Senf kommt hinzu. Ein gesunder Senf, der ohne Zucker auskommt. Dann geben wir noch etwas Sojasauce hinzu. Und das war's an Zutaten. Diese werden kurz mit dem Vitamix durchpüriert. Und die fertige Marinade kommt dann über die gewürzten Hähnchen hier in diese Aufbewahrungsbox. Natürlich wäre es besser, wenn man da eine Glasform benutzen würde. Wir schauen, dass alle Hähnchen gut mit der Marinade bedeckt sind, damit diese in das Fleisch einwirken kann und dieses Fleisch auch zart machen wird. Wir stellen dann diese Box in den Kühlschrank über Nacht und am nächsten Morgen werden wir dann die Panade zubereiten. Und zwar stelle ich hier 2 verschiedene Panadensorten her. Für mich die ketogene Panadensorte, die mit Mandelmehl und Kokosmehl unter anderem hergestellt wird. Also eine größere Menge Mandelmehl und dann eine kleine Menge Kokosmehl und dann kommt noch eine Esslöffel ganze Flohsamenschalen hinzu, die nicht gemahlen sein dürfen. Ferner kommt noch Bio-Parmesankäse hinzu und folgende Gewürze: Knoblauchpulver, Halid, Salz, Paprika und Koriander frisch gemahlen. Das waren auch schon alle Zutaten, kurz alles vermischen und dann stelle ich jetzt noch die andere Art der Panade her, und zwar werde ich die aus glutenfreien Bio-Haferflocken herstellen. Die wäre dann nicht Low Carb, nur glutenfrei. Damit werden dann die Hähnchen für den Rest meiner Familie hergestellt, die nicht so großen Wert auf die Low Carb Ernährung legen. Die Haferflocken werden eben zu feinem Mehl vermahlen und dann kommen noch die anderen Zutaten, also die gleichen wie vorher hinzu, Parmesankäse und die gleichen Gewürze. Und dann wird auch hier alles nochmal gut miteinander vermischt. Wer sich nochmal mein altes Video zu meinem Kentucky Fried Chicken anschauen möchte, wo ich die Panade damals mit Vollkornmehl hergestellt hatte, das kann ich euch hier oben gerne verlinken. Allerdings wurde das natürlich noch in ganz normalem, ungesundem Speiseöl frittiert. Hier verwenden wir natürlich jetzt bio-natives Kokosöl, das hier aufgrund der hohen Außentemperatur schon flüssig war. Wir benutzen hier ordentlich viel natürlich von dem bio-nativen Kokosöl, damit man das Fleisch auch richtig gut darin frittieren kann. Das Kokosöl hat einen sehr hohen Rauchpunkt und nimmt keinen Schaden durch die Hitze. Und jetzt werden die Hähnchenstücke einfach nach und nach in den 2 verschiedenen Panadensorten hier gewälzt. Links hier in der ketogenen Panade, die wie gesagt nur aus Mandelmehl, Kokosmehl, Flohsamenschalen, Parmesankäse und Gewürzen besteht. Wichtig ist in beiden Panadensorten, dass man das Hähnchen immer eine Weile lang darin liegen lässt und immer wieder mit der Panadenmischung bestreut, damit diese Panadenmischung auch wirklich gut in das Fleisch eindringen kann und hinterher eine richtig schöne Kruste abgibt. Empfehlen möchte ich auch zur Haferflockenpanade einen Esslöffel Flohsamenschalen hinzuzugeben, damit diese Panade auch besser haften bleibt an dem Hähnchen. Denn da die Haferflockenpanade kein Gluten beinhaltet, haftet sie natürlich nicht so perfekt wie jetzt das Vollkornmehl aus Weizenmehl, wie in meinem alten Video zu sehen. Und nachdem die Hähnchen jetzt lange genug in der Panadenmischung gelegen haben und immer wieder neu gewendet und gewälzt wurden darin, geben wir sie jetzt in das heiße Kokosöl und frittieren das Hähnchen auf Mittelstufe, nicht auf hoher Stufe, sondern nur auf Mittelstufe, damit das Fleisch auch schön von innen gar wird.
Und so verfahren wir dann mit allen anderen Hähnchenstücken ebenfalls. Sobald das Hähnchen dann eine knusprige goldbraune Kruste bekommen hat, nehmen wir das Hähnchen raus und dann wird es fertig sein. Und jetzt verfahren wir hier mit meinen ketogenen Teilen genauso. Und man wird am Ende dann vom Aussehen her überhaupt keinen Unterschied merken, ebenso auch nicht vom Geschmack her. In beiden Fällen schmecken sie auch gleich gut, MashaAllah. Das Fleisch ist zart, innen saftig, außen schön knusprig. Und wir sehen tatsächlich überhaupt keinen Unterschied zwischen links hier den ketogenen Hähnchenteilen und rechts den Hähnchenteilen mit der Haferflockenpanade. An den Hähnchenbeinen hatte ich die Haut nicht entfernt und das scheinen genau die Stellen zu sein, wo die Panade nicht so gut gehaftet hat. Deshalb möchte ich empfehlen, die Haut überall komplett zu entfernen, bevor man die Hähnchen dann paniert und frittiert. Die Haut von Bio-Hähnchenfleisch würde ich allerdings niemals wegwerfen, denn dieses beinhaltet wertvolles Kollagen, welches wir für unsere eigene Kollagensynthese im Körper benötigen. Man könnte die Hähnchenhaut schön würzen und im Ofen grillen. Das würde einen leckeren, knusprigen Snack ergeben. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zu den 8 wichtigsten Mikronährstoffen an, um die Kollagensynthese im eigenen Körper anzukurbeln. Ja, Biofleisch von artgerecht gehaltenen Tieren, insbesondere hier bei diesem leckeren Kentucky Fried Chicken, hat nicht nur einen sehr viel besseren Geschmack, es besitzt auch eine sehr hohe Qualität. Unter anderem hat es einen 50% höheren Anteil an positiven Omega-3-Fettsäuren und 69% höheren Anteil an Antioxidantien. Es beinhaltet mehr Vitamine und Mineralien und da es im Gegensatz zu den Tieren aus der Massentierhaltung keine wachstumsfördernden Hormone enthält, keine gentechnisch veränderten Futtermittel, keine Giftstoffe aus synthetischen Aminosäuren, Pflanzenschutzmitteln etc., keine Medikamente erhält und ein stressfreies Leben ohne Tierquälerei verbringen darf, beinhaltet solch ein Fleisch sehr viele gesundheitliche Vorteile für uns. Während das Fleisch von Tieren aus der Massentierhaltung eine sehr schlechte Qualität besitzt und unserer Gesundheit Schaden zufügt. Es wäre daher besser, seltener Fleisch zu essen, aber dann wirklich das gute Biofleisch von artgerecht gehaltenen Weidetieren. Ja, mit diesem Video haben wir wieder eine gesunde Version des so leckeren Kentucky Fried Chicken Fleisches erstellt. Alhamdulillah. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Maria.